In Vorentwicklungsprojekten können Produktentwickler Zielsysteme vorteilhaft für eine dynamische Modellierung nutzen. Für eine bessere Übersicht seines Zielsystems benutzt Franz ein neues System, um den aktuellen Stand seiner Vorgesetzten Katharina vorzustellen. Hier zeigt er das Zielsystem. Dies wird zum Beispiel begründet mit Elementen aus Referenzprodukten. Die Übernahme dieser bereits in anderen Referenzprodukten erfolgreich eingesetzten Elemente in den aktuellen Entwicklungsprozess indiziert ein geringes Risiko. Franz stellt den Projektstatus auf einem Dashboard dar, ein Visualisierungstool, das relevante Daten aus den Zielsystemen analysiert und handlungsauslösend aufbereitet. Daraus werden verschiedene Grafiken erzeugt. In seiner App zeigt er Katharina eine auf gelb stehende Statusampel. Dadurch hat er Handlungsbedarf erkannt. Das Problem hat er schnell gefunden, indem er sich den Reifegrad visuell aufbereitet als dreidimensionales Objekt darstellen lässt. Dieses dreidimensionale Objekt, der sogenannte Reifequader, stellt den Reifegrad durch die drei Dimensionen Detailgrad, Diversität und Validität dar. Die notwendigen Informationen werden aus dem Zielsystem berechnet. Im Vergleich zu den anderen Projekten wächst der Reifequader des Projekts mit einem kritischen gelben Status ungleichmäßig. Durch die gewissenhafte Arbeitsweise des Teams wurde das Zielsystem sehr gut detailliert. Jedoch hat das Team die Ziele nicht ausreichend begründet und sich zu sehr auf Teilaspekte fokussiert. Deswegen sind die Diversität und die Validität im Vergleich zum Detailgrad zu gering ausgeprägt. Das möchte sich Katharina genauer zeigen lassen. Über eine Aufschlüsselung der Partialmodelle zeigt ihr Franz, dass bisher nur wenige Use Cases betrachtet wurden. Dies kann dazu führen, dass das Produkt später am Markt scheitern könnte. Er schlägt ein Brainstorming mit dem Team vor. Dadurch steigen die Diversität und der Reifegrad.